Hallo, wir sind die Schüler aus der 9 OP von der Goetheschule Harburg. Wir erzählen in unserem Video etwas über die jüdische Geschichte in Harburg. Wir interviewen gleich Jens Brauer vom Archäologischen Museum Hamburg und Klaus Barnig von der Initiative Gedenken in Harburg. Juden, die kamen zuerst hier nach Harburg Anfang des 17. Jahrhunderts, also um 1610, kam ein Bendixheim hier. Die kriegten dann Aufenthaltserlaubnis in Harburg, war ein kleines Städtchen. Und da haben sie sich dann ansiedeln dürfen, mussten aber dafür Geld bezahlen. Schutzgeld, das kostete immer also eine bestimmte Gebühr, die sie dann entrichten mussten. Die rechtliche und wirtschaftliche Stellung, es war prekär. Also die mit Schutzbriefen ausgestatteten Juden, die mussten regelmäßig wieder eben Geld entrichten und diese Unterschutzstellung bezahlen, durften dann im Gegenzug dafür Gewerbe ausüben, bestimmte, das war reglementiert. Andere, die diese Privilegien nicht hatten, andere jüdische Bewohner in Harburg, lebten im gesellschaftlichen Abseits, am Rand der Gesellschaft, waren sogenannte Betteljuden. Praktisch, also war es hier eine Bevölkerung von etwa 350 Leuten, die hatten eine eigene Kirche gehabt, die Synagoge. Da trafen sie sich und sie lebten, hatten ihre Geschäfte, ja, und wurden manchmal diskriminiert. Es gibt den jüdischen Friedhof noch auf dem Schwarzenberg, denn diese jüdischen Friedhöfe sind für die Ewigkeit angelegt. Die sind nicht nach dem Selbstverständnis der Juden nicht aufhebbar, nicht tilgbar und der existiert nach wie vor. Und insofern ist er unter den vielen Orten, an denen sich jüdisches Leben abgespielt hat hier in Harburg, einer, der sicherlich herausragt und besonders ist. Und der auch diese Kriegswirren und diese Verfolgung und die Verdrängung von Juden aus Deutschland überstanden hat. Mit der Machtergreifung 1933 im Januar wird der Druck, kann man fast sagen, also jährlich oder monatlich größer. Das ist wirklich evident und zu spüren und bis zur Reichspogromnacht 1938 wird der wirtschaftliche und gesellschaftliche Druck so hoch, dass viele Juden Harburg und Deutschland verlassen müssen. Es gipfelt eigentlich dann 1938, 39, also Ende 1938, Reichspogromnacht. Da wird hier die jüdische Synagoge oder die Synagoge wird geschändet. Es gipfelt in diesem Pogrom und wenige Monate später auch beginnt die Ausraubung der Juden. Also die dürfen kein Silber mehr besitzen, müssen das abgeben. Da werden sie wirtschaftlich auch beraubt, kann man so sagen. Es war nichts anderes. Und das ist dann eigentlich schon das Ende. Also 5,5 Jahre dauert es nur, um jüdisches Leben, das in Harburg eine lange Tradition hatte, jüdisches Leben zu vernichten. Von allen, die tatsächlich ausgewandert waren und die dann irgendwann wiedergekommen sind, ist einer direkt nach dem Krieg wiedergekommen, so viel wir das jetzt durch Zeitzeugenberichte erfahren haben. Das ist der Herr Laser gewesen, Sally Laser, der tatsächlich sein Geschäft wieder aufnahm. Da, wo heute die Hamburger Sparkasse ist, da hatte er einen Laden, ein Bekleidungsgeschäft und er hat kein Wort erzählt.